Beste Grüße aus Dubai. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut. Nach langer Zeit mal wieder ein Video von mir. Meine Güte, was soll ich sagen? Ja, viel zu tun, viel um die Ohren gehabt und es geht aber auch immer weiter. Und jetzt möchte ich dir aber gleich mal etwas zeigen. Und zwar, wenn du an Dubai denkst, denkst du wahrscheinlich immer an Marina. Du denkst immer an Downtown, an den Burj Khalifa. Und dementsprechend möchte ich dir einmal, zumindest von der Ferne, das Ganze dir einmal zeigen. Wir sind heute bei einem der Hauptbauträger, Emaar, hier in Dubai, die auch unter anderem zum Beispiel in der Türkei, aber auch jetzt in Ägypten bauen und viele weitere Projekte am Start haben. Und wir sind hier im Sales Center in Dubai Hills, nicht weit von der Dubai Hills Mall. Und ich nehme dich da jetzt heute mit. Wir gehen in den Showroom, damit ich dir das mal zeigen kann von oben, was für Projekte die planen. Wirklich crazy Sachen, also wirklich heftig. Also sei unbedingt dabei. Es werden in den folgenden Videos dann auch nochmal Videos folgen, warum überhaupt sollte man in Dubai investieren, warum sollte man nach Dubai auswandern, ja, und warum man eventuell auch hier auf lange Sicht investieren sollte. Und dementsprechend bleib unbedingt dran. Ich freue mich auf dein Feedback. Lass dem Video dann am Ende des Videos gerne einen Daumen nach oben da und auch deine Meinung in Form eines Kommentares. Ich drehe jetzt einmal die Kamera, damit du dir das anschauen kannst, wo wir hier zumindest so ein bisschen sind. Und viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wir sehen jetzt von der Ferne hier Dubai Marina. Und wir haben hier geparkt in Dubai Hills. Auch ganz klasse mit den Parkplätzen hier. Und hier vorne ist das Sales Center. Da wollen wir jetzt reingehen. Das ist eine richtig schöne Anlage hier. Sehr gepflegt das Ganze. Und ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr darüber. Hallo! Mandana ist auch dabei. Liebe Grüße aus Dubai. Wir zeigen euch jetzt mal Emaar, der größte Bauträger hier in Dubai. Mega, also let's go! Also let's go! So, wir sind jetzt hier im Vorhof sozusagen. Und hier hat man so ein paar Beispiele als Vorgeschmack, was hier noch gebaut wird. In Al Marjan Island zum Beispiel auch super interessante Investitionsmöglichkeiten. Und hier ein kleiner Ausschnitt. Diese Mock-ups nennt sich das Ganze, dieses Kinderspielzeug hier. Das sind Mock-ups. Hier wird originalgetreu das Ganze dargestellt. In einem anderen Maßstab natürlich. Und jetzt aber nicht wundern, jetzt geht es erst richtig los. Willkommen. Also das ist richtig crazy. Und was auch immer wieder schön zu sehen ist, viele Menschen, die sich hierfür interessieren. Richtig spannend das Ganze. Und das Ganze hier übrigens ist Dubai Hills. Dubai Hills, wenn ihr eingibt im Netz, Google Maps zum Beispiel, werdet ihr direkt finden. Ist auch bekannt für hohe Qualität im Bau und aber auch natürlich hier in dem Fall natürlich mit Golfplätzen. Richtig mega geil. Unser Standort übrigens, wo wir jetzt aktuell sind, ist ganz da hinten. Das kleine Ding hier. Diese zwei Hallen, da sind wir jetzt drin. Diese Straße hier vor geht Richtung Burj Al Arab. Also das ist wirklich mega. Und hier geht es natürlich weiter. Das ist ein kleiner Ausschnitt übrigens von Dubai Creek Harbor. Das Ganze hier. Und das hier ist Dubai Creek insgesamt. Diese erste Insel hier steht bereits. Und das Ganze hier jetzt, wo der Creek Tower dann steht, das wird noch alles gebaut. Also mega spannend. Und das ist alles von Emaar.
Also ein Master Developer, der ganze Stadtteil auch baut. Und natürlich auch weltberühmt, natürlich ganz klar, Dubai Downtown. Mit dem Burj Khalifa natürlich am Start. Diese Attrappen sind immer der absolute Wahnsinn, finde ich. Wie die das bauen. Mega krass. Das ist alles Emaar. Burj Khalifa, höchste Gebäude der Welt. Natürlich auch hier die größte Mall daneben der Welt. Dubai Mall. Also mega spannend das Ganze. Das Krasse ist immer wieder, wenn jetzt so ein Projekt gelauncht wird zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal so ein Gebäude hier, so ein Hochhaus, ja, dann ist das innerhalb von ein paar Tagen, teilweise innerhalb von wenigen Stunden komplett ausverkauft. Das geht weg wie warme Semmeln am Sonntag beim Bäcker. Crazy. Hier sieht man dann auch noch die anderen Länder, wo gebaut wird. Mega interessant. Das ist hier Uptown Kairo, also Ägypten. Ach so, und hier, ja, lasst uns doch mal hier reingehen. In so in ein Show-Apartment. Sieht alles sehr gepflegt aus, sehr gut. Ich bin vorhin einmal durchgegangen. Auch schöne, breite, stabile Türen. Und da geht es da hinten natürlich noch mal weiter. Aber deswegen sind wir jetzt nicht hier. Und natürlich auch hier noch mal Ägypten. Und sogar ganz krass, sogar in Pakistan. Karachi. Also wenn du auch in Pakistan investieren willst, bist du hier bei Emaar absolut richtig. Okay, gehen wir wieder zurück. Okay, da sind wir jetzt im ersten Floor hier sozusagen. Und hier zeige ich euch jetzt erstmal den kleinen Ausblick von hier oben auf Dubai Hills. Das ist wirklich eine sehr gepflegte Anlage. Und das geht natürlich hier vorne noch weiter. Riesig groß. Und ganz da vorne können wir jetzt den Burj Khalifa sehen. Von hier aus ungefähr 20 Minuten Fahrzeit. Und natürlich baut Emaar nicht nur Hochhäuser, sondern auch luxuriöse Villen bzw. auch Townhäuser. Dazu erzähle ich euch gleich was zu den Preisen. Und das ist eines meiner Lieblingsprojekte, The Valley. Ist mega spannend das Ganze, ich fahre da nämlich oft vorbei. Hier für alle, die sich so ein bisschen in Dubai auskennen, das hier ist die Al Ain Road. Wenn du diese Straße weiter hochfährst, kommst du in Business Bay Downtown raus. Circa 20 Minuten Autofahrt. Und hier haben wir The Valley mit der Einfahrt hier vorne. Und das ist eine Community, wo Menschen, Familien wirklich leben können. Man redet ja auch oft neuerdings von 15, 20 Minuten Städten. Warum? Weil du hier einfach alles hast. Das ist alles bequem. Du kannst dir natürlich sowieso alles per App ordern. Aber du hast auch hier die Möglichkeit, abgesehen von deinen Aktivitätsmöglichkeiten, unter anderem deine Kinder, die du haben solltest, irgendwann sogar hier in die Schulen zu schicken. Internationale Schulen.
und noch ein Krankenhaus wird hier vor Ort sein. Und natürlich auch hier ganz klar, diese weiße Fläche hier jetzt am Rand, das wird eine Mall, ein riesen Community Center, wie man das in Dammark Hills 2 zum Beispiel auch kennt. Also mega spannend das Ganze. Übrigens hier, nice to know, dieser Cluster hier sozusagen ist komplett ausverkauft, richtig crazy. Hier vorne ist es schon bebaut, hier vorne leben schon Menschen und hier ist das Ganze noch im Bau. Mega spannend. Und das wird nächstes Jahr gelauncht. Auch mega spannend das Ganze. Townhäuser und aber auch so Art Doppelhaushälften. Und in diesem Cluster hier vorne sehen wir ein Cluster, der rein aus Villen besteht. Ja, welche Art von Villen sind das? Das sehen wir jetzt gleich hier. Da sind jetzt gerade Menschen. Bevor wir das zeigen, nochmal der Blick hier runter von oben. Also mega spannend das Ganze. Es macht richtig Spaß hier sein zu können. Man kann sich hier an den Tisch setzen, man kann hier das Ganze ausarbeiten, diskutieren, reden, einen Masterplan machen, Kaffee trinken natürlich ganz klar. Also das ist schon wirklich sehr interessant. Schreib doch gerne mal rein, ob du schon mal in Dubai warst. Okay, da sind jetzt zu viele Menschen an dem Projekt direkt, aber gar kein Problem. Ich sage dir das ganz kurz auch aus dem Kopf. Du hast hier die Möglichkeit natürlich im Townhouse zu leben oder auch natürlich in einem einzeln stehenden Haus oder auch in einer Art Doppelhaushälfte, je nachdem. Startpreis hier ist 3,1 Millionen Dirham. Das sind ungefähr 750.000, 760.000 Euro für ein 3-Bedroom, sprich 4-Zimmer Townhouse. Und die Villen hier, die alleinstehenden Villen, die du hier dann siehst quasi in diesem Bereich, das ist der Startpunkt von ca. 6 Millionen Dirham bei 1,5 Millionen Euro. Finde ich persönlich voll im Rahmen, voll in Ordnung. Und wenn du natürlich mehr darüber erfahren willst, lass es mich wissen auf jeden Fall. Lass uns gerne hier mal treffen, einen Kaffee trinken und vieles mehr. Ich werde jetzt mit Mandana runtergehen, einen Kaffee trinken und ich nehme dich da auch nochmal mit zum Abschluss. Und ich freue mich da auch hier auf den Austausch und bin sehr gespannt, ob du schon mal hier in Dubai investiert hast, bei welchem Bauträger du warst, welche deine Erfahrungen sind und wenn du Fragen hast, lass es mich einfach wissen. Okay, und bevor wir jetzt noch einen Kaffee trinken, will ich dich ganz kurz mal einnorden. Wenn Menschen an Dubai denken, dann denken sie immer natürlich an was? An die Palme, beziehungsweise natürlich an Dubai Marina, ganz klar. Und an was noch? Natürlich an den Burj Khalifa. Es gibt natürlich viele weitere Sehenswürdigkeiten hier, wie zum Beispiel The Frame. Hier oben ist Dubai Island, es wird auch alles noch bebaut, mega spannend das Ganze. Und hier, wie vorhin im Video erwähnt, Dubai Creek Harbor. Aber jetzt einmal ganz kurz zu unserem Standort, wo wir aktuell sind. Wir sind hier in Dubai Hills. Hier ist auch die Dubai Hills Mall, gleich um die Ecke sozusagen. Und das Projekt von oben zum Beispiel, The Valley, musst du dir mal reinziehen, ist ganz da unten. Und du brauchst hier von der Al-Ain Road einfach nur mal ca. 20 bis 25 Minuten bis Downtown. Hast super Anbindung, mega cool. Der Flughafen, der neue Al Maktoum Flughafen ist hier um die Ecke. Also mega krass. Coole Locations haben die hier. Oder auch hier natürlich Emirates Living oder Emaar Beachfront. Da hatte ich jemand, der wollte für 100.000 Euro hier was kaufen. Für 100.000 Euro kannst du dir gerade mal die Gebühr nehmen, damit du überhaupt die Chance hast, ein Projekt zu haben, das EOI zu machen. Also ihr seht, Emaar baut über Dubai verteilt komplett. Also egal für welche Location du dich entscheidest, es ist immer irgendwas dabei. Hier ist jetzt der aktuelle Flughafen, ganz klar, hier landen wir alle und dann geht es von dort aus weiter. Also mega spannend, das Ganze richtig cool und wir gehen jetzt zur Kaffeebar und gönnen uns mal einen Kaffee. Die Bauträger geben sich immer sehr viel Mühe. Mega. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare. Wenn du Fragen hast, einfach in die Kommentare reinschreiben und ich freue mich auf dein Feedback und bin sehr gespannt auch auf die nächsten Videos. Bleib unbedingt dran, um mehr zu erfahren in Dubai und wünsche dir weiterhin einen ganz tollen Tag. Bis dann, dein Markus.